Ökonomen, welche das türkische Wirtschaftsmodell nicht verstanden haben, sagten bereits vor 10 Jahren einen Bankrott der Türkei voraus. Die Türkei blieb ihrer völlig unüblichen Geldpolitik treu und erneut wächst das türkische Bruttoinlandsprodukt zum Vorjahr um 3,9% im dritten Quartal. Damit könnte die Türkei das Zielwachstum von 5% bis Ende des Jahres 2022 erreichen. Zum Vorquartal blieb das Wachstum unverändert, jedoch über die letzten 3 Krisenjahre gesehen, konnte die Türkei durchschnittlich dennoch um 6,4% pro Jahr wachsen. Über die Quartale der letzten 3 Jahre wächst das BIP der Türkei um 17,6%. Zum Vergleich, in der gleichen Zeit wächst das BIP von Deutschland nur gerade 1,2%. Dennoch gibt es noch die Inflation zu bekämpfen. Zur Erinnerung, die Inflation in der Türkei liegt im Oktober bei 85%, sollte aber bis Ende Jahr noch fallen. Es war für Türken schwindelerregend, jeden Tag höhere Preise für die alltäglichen Einkäufe zu bezahlen. Das Leben in der Türkei wäre unvorstellbar gewesen, wenn nicht auch die Löhne um fast 100% allein im Jahr 2022 gestiegen wären. Diese Reallohnerhöhung entspannte die Gemüter der Türken. Denn das ist so, als würden Deutschland oder Frankreich inmitten der Inflation von 10% den Mindestlohn um 11% erhöhen. Eine Lohnerhöhung, mehr als die Inflation, blieb in Europa aus. Deshalb gehen dort die Arbeitskräfte zum Streiken auf die Straße. Kein Grund in der Türkei, denn die Erhöhung der Mindestlöhne in der Türkei lag bereits die letzten 20 Jahre meist über der Inflation. Das treibt allerdings die Preise erneut in die Höhe. Aber diese Lohnpreisspirale nutzt die Türkei in Verbindung mit dem hohen Wachstum, um den Wohlstand im Land zu verbessern. In ihrer unüblichen Geldpolitik, aber erfolgreichen türkischen Wirtschaftsmodell wird der Leitzins gesenkt, statt erhöht. So soll die Wirtschaft noch mehr angekurbelt werden. So steigt zwar die Inflation, weil durch gleichzeitig getätigte Investitionen der Geldfluss erhöht wird. Dieses zusätzliche Geld muss von der Zentralbank zur Verfügung gestellt werden. Dafür erreichen türkische Firmen Rekordgewinne, was auch an der türkischen Börse sichtbar wird. Immer mehr Investoren zieht es in die Türkei, denn dank der günstigen Währung erhöhen sich die Exporte. Deutschland und andere Industrieländer können die Löhne nicht beliebig erhöhen, weil das BIP-Wachstum dafür fehlt oder die Preise bereits zu hoch sind. Eine hohe Inflation zwingt die Zentralbanken, den Leitzins zu erhöhen. Das zielt darauf ab, die Wirtschaft zu bremsen. So werden weniger Investitionen getätigt. Das führt zu weniger Produktion und weniger Handel. So kann die Zentralbank die Geldmenge reduzieren. Das senkt die Inflation. Das kann aber auch zu Stellenabbau, Zahlungsunfähigkeiten oder Gewinnverlusten führen. An manchen Orten spricht man von einer Rezession, wenn das Wachstum längere Zeit ausbleibt. Die türkische Wirtschaft wächst weiter mit dem unüblichen türkischen Wirtschaftsmodell und hat Erfolg. Laut Medienberichten in Mitteleuropa wäre die Türkei schon seit 10 Jahren bankrott. Es sei der türkische Präsident Erdogan, der scheinbar durch Fehlentscheide das Land in die Krise gestürzt hätte. Bisher ist dieser Bankrott in der Türkei ausgeblieben. Man spricht heute eher von einem Wirtschaftswunder, denn auch die Weltbank korrigierte die Wirtschaftsprognosen für die Türkei stets nach oben. In der Tat hat die Lira gegenüber dem Dollar wenig Wert. Aber für Lebenskosten, welche ein Mindestlohnempfänger in der Türkei für umgerechnet 300 € bekommt, würde ein Deutscher in Deutschland 3.000 bis 4.000 € bezahlen. Die Staatsschulden der Türkei sind mit 40% des BIP sehr niedrig. Im Vergleich, Deutschlands Verschuldung liegt bei rund 70% des BIP. Als Selbstversorgerland und Schwellenland hat sich die Türkei mit einem extremen Wachstum, aber auch extremer Inflation sehr erfolgreich durch die Krisen der letzten 3 Jahre gebracht. Mit weiterem Wachstum kann die Türkei die Löhne erneut erhöhen und bald unter den 10 stärksten Wirtschaftsnationen weltweit eingereiht werden. In den letzten 20 Jahren hat sich die Türkei mit ihrem unüblichen Wirtschaftsmodell kaufkraftbereinigt vom Rang 55 auf Rang 12 hochgearbeitet und gehört heute zu den größten Wirtschaften der Welt, also der G20.